It's an advantage because the experience must help. Es ist ein Vorteil, wenn man so lange wie ich im Rockgeschäft ist. Die Erfahrung hilft einem sehr. Und die Leute behandeln mich auch heute als alten Herrn, vorsichtiger und freundlicher. Aber im Ernst, mit dem Älterwerden entwickelt man natürlich auch eine eigene Lebensanschauung. Man beginnt über viele Dinge nachzudenken. Solange man sich über Dinge noch richtig ärgern kann, sich seinen Zorn bewahrt und nicht saturiert wird, ist Erfahrung etwas Positives. It's a good combination. You can afford to combine the two. You take a piece of wood, you join it to another piece of wood, and then you do it all again till you've got a house, a little wooden house. Find a piece of land or just a patch of forest where you hunt some meat so you can sit and eat. When you're warm and fed, you can go to bed. For this you were born to kill. For this you were born to kill. So good, and she will share your life. She will become your wife. When you're warm and fed, you can go to bed. For her you were born to kill. For her you were born to kill. Such a simple life, and when your children grow, and they just want to play, golden fields of hay. When the sun goes, the light from your house glows. Whoa. One day you bang the string, just knock you to the ground, and take your land from you. There was a Chinatown. Tears of blood will mix. You can't fight guns with snakes. Yeah. For this you were born to kill. For this you were born to kill. I can't see. I can't feel. I don't want you hanging around my door. No, no. Life brings confusion, conscience, conscious mankind. The futurist, the forward has not in our past with wise men and leaders sent our young brains out to the hills to test their skills, become stronger, live much longer for peace and stillness. They were born to kill. Obviously, there's you've only got to be a natural Sicher, man. man ist nur ein normaler Mensch, wenn man auch ein gesundes Sexualleben führt. Meint Ian Gillan zum Thema und Klischee Sex und Drogen in der Rockmusik. Aber ich habe nicht vor, das in der Öffentlichkeit zu diskutieren, nur so viel. Ich bin in dieser Richtung ganz zufrieden. Etwas Ernsteres für mich ist, dass ich öfter mehr trinke, als gut für mich wäre. Und wahrscheinlich sollte ich auch nicht so viel rauchen. Das sind meine einzigen Laster, wenn man das so nennen will. Ich war immer gegen Drogen. Ich hatte immer Angst davor.
Ich sah zu viele gute Musiker daran elendiglich zugrunde gehen. Musiker, die völlig die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Zunächst waren es für sie nur kleine Experimente mit Drogen, dann wurde es immer mehr und mehr, bis sie schließlich nicht mehr davon loskamen und süchtig wurden. Ich will in meinem Leben von gar nichts abhängig oder süchtig sein. Natürlich, Alkohol und Zigaretten sind eigentlich auch Drogen. Erlaubte Drogen halt. Aber als erwachsener Mensch kann ich das unter Kontrolle halten. Ich weiß, was ich da zu mir nehme. Ich kenne ungefähr das Risiko. Mit Drogen ist das nicht so. Man weiß überhaupt nicht, was man da alles zu sich nimmt. Drogen sind illegal, werden meist von brutalen Geschäftemachern importiert und zusammengemischt mit allen möglichen Substanzen. Ich meine, so schädlich Alkohol ist, wenn ich ein Glas Whisky trinke, weiß ich wenigstens, was drin ist. Aber bei harten Drogen lässt man sich auf etwas ein, was man nicht im geringsten abschätzen kann und was einen zugrunde richtet. Die Drogenkultur ist eine der großen Unmenschlichkeiten unserer Zeit. Das kann ich bezeugen. Sniffing it or worrying about it, that it's going to kill me. But if you're taking anything more than just an illegal smoke, then, as a lot of people are now, you never know what you're doing. And it's dangerous. I'm just very, very frightened of it, that's all. I think it's one of the great inhumanities of our time, is the drug culture. I detest it. It's your house. It's your life. Your kids and wife. Extensions of your own sin. Just how far do you need to breathe? So draw the line with reason and understanding. But be sure that you're not part of someone else's private planning. Life brings confusion, conscience, mankind. The future is upon us. Test their skills, become stronger, live much longer. They were born to kill. I think the important thing is to enjoy doing what you. Ich glaube, das Wichtigste ist, Spaß an dem zu haben, was man tut und es so ehrlich wie möglich zu tun. Natürlich macht man viele Fehler, aber nur so kann man weiterkommen und lernen. There's two routes really. One is the Anders ausgedrückt, es gibt immer zwei Routen. Auf der einen Seite die Autobahn und auf der anderen Seite die Landstraße. Auf der Autobahn wirst du sicher nie etwas erleben, da geht's immer geradeaus. Also nehme ich die Landstraße. Dort verfahre ich mich zwar manchmal, aber es ist immer etwas los. But always there's something happening. Little John took the easy ways, power to the light of day. He didn't need a gun at all. He went flying and he took the fall. There ain't no easy way, no easy way, no, 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 no. I could have told you there's no easy way. You got to face it, there's no easy way. Little Ann took the easy way. She said, take the money and run away. Lie down, look away. Save the money for a rainy day. No easy way. There ain't no easy way. No, no. No, 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 no. I could have told you there's no easy way. You got to face it, there's no easy way. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass Manager viel Geld zahlen würden für eine Wiedervereinigung der alten Deep Purple. Was ist da Wahres dran? I'm sure. That's very true.
Es stimmt. Es gibt immer wieder Angebote. Viele Leute würden sehr, sehr viel Geld dafür zahlen. Wenn du dir vorstellst, dass ihr heute noch einmal gemeinsam auf der Bühne steht, könnte es überhaupt wieder so sein wie damals? Nein. Ich habe oft Nein gesagt. Richie, John und ich haben oft darüber geredet. Interessant ist, all diese Leute mit viel Geld, die eine Deep Purple Reunion erzeugen wollen, denken zwar an alles, nur nicht an uns Musiker. Sie machen großartige Pläne, zählen schon im Voraus ihre Millionen und dann sagen sie, okay Jungs, los geht's. Und wir sagen, nein, das interessiert uns nicht. Die Zeiten haben sich geändert. Deep Purple, das ist für mich Vergangenheit. Viele schöne Erinnerungen, gute Freunde, aber das Leben muss weitergehen. Das Wichtigste als Rocksänger, überhaupt als zeitgemäßer Künstler ist, dass man im Heute lebt und nicht im Gestern. Eines der größten Probleme in der letzten Zeit mit Deep Purple war für mich, dass mein Leben unecht wurde. Ich ging in eine Bar und musste nicht ans Zahlen denken, denn da war immer jemand, der die Rechnung für mich beglichen hat. Wenn auf der Straße ein Tumult war, hatte ich einen Leibwächter, der mir den Weg freimachte, für den Star sozusagen. Ich musste über nichts nachdenken. Ich traf keine normalen Leute von der Straße mehr. Ich lebte als Rockstar abgeschirmt und abgekapselt von all den wichtigen Dingen, die das Leben ausmachen und die die Sinne beleben. Die echten Dinge im Leben. Angst, Unzufriedenheit, Zorn, Frustration, Freude, die echte Freude, selbst etwas zu tun, etwas zu schaffen, persönliche Erlebnisse, Dinge, die deinen Freunden passieren. Das zu verarbeiten ist die große Stärke der zeitgemäßen Musik und das wird viel zu oft vergessen. That's the important thing about that's contemporary music's greatest strength, and I think a lot of people forget this. Come on, everybody, take a trip with me. Down the Mississippi, down to New Orleans. You ain't been to heaven if you ain't been there. Christmas hanging from the palm tree. Down the Mississippi, down to New Orleans. Yeah, yeah, hey, yeah. Say the hey, hey, yeah. Say the look out, child, yeah, yeah, yeah. Say the hey. So the bell is a Mississippi queen. Down the Mississippi, down to New Orleans. Say the hey, hey, yeah. Say the hey, hey, yeah. Say the hi, yeah, yeah, yeah. Say the hi, yeah, 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 yeah. Say the hey, hey, yeah. Hey, hey, yeah. Hey, hey, yeah. Whoa, hey, yeah. Thank you all. Thank you all, Vienna. Cheers. Bye-bye. See you. Yay! Yeah!